Well, he is a cruel, criminal, and mentally unstable man. And Duty to Warn was a book that came out when he was first in office. Psychiatrists across the country who don't ever really diagnose people that they don't serve personally came together and made a book, Duty to Warn, to tell the world what a narcissistic, mentally ill person he is. And I think he's the worst thing that ever happened to the United States. And his cruelty. Drücken Sie den Gefällt mir-Button, wenn Sie wegen der schockierenden Nachricht von Donald Trump hier sind. Donald Trump hat schon wieder den Verstand verloren. Aber dieses Mal geht es nicht um Politik. Es ist vorbei mit Rosie O'Donnell, die gerade live die Wahrheit über seine Ehe mit Melania Trump aufgedeckt hat. Was sie enthüllte, hat Millionen von Menschen fassungslos gemacht und Trump absolut wütend. Rosie O'Donnell hat Trump soeben eine schlimme Tracht Prügel verpasst. Die Feuerwehr sollte in Mar-a-Lago auf Kurzwahl stehen. Sie griff ihn frontal an, ohne sich zurückzuhalten, und kritisierte seine unaufhörlichen Tiraden, seine Reality-TV-Halluzinationen und seine sich häufenden Gerichtsverfahren. Aber behalten Sie Ihre Perücken auf. Trumps Zusammenbruch kam plötzlich, war heftig und geriet völlig außer Kontrolle. Seltsame Beleidigungen. Check. Tweets mit Feststelltaste. Du wettest. Die Titanen sind in einen Kampf verwickelt. Rosie wischte einfach den Boden mit ihm. Glauben Sie, dass Rosie die Wahrheit gesagt hat? Kommentieren Sie 1 für Ja, 0 für Nein. Wir sehen zu, wie die Kommentare explodieren. What's going on, mainstream media? You're not doing your job. And you haven't since he came down that escalator. You haven't been doing your job. If you would have told the truth about him from the beginning and stood up to the lies that Mark Burnett sold America on The Apprentice, we wouldn't be in this position. But you you normalized Trump, and that's what Time Magazine did. Man of the Year, Donald Trump. Well, you, Time Magazine. You, seriously. Das Internet ist nicht nur in Flammen aufgegangen. In dem Moment, als Rosie O'Donnell Trump wie einen Weihnachtsbaum am Times Square anzündete, explodierte es spontan. Das Video ist explosiv. Rosie entlud ein so heftiges Sperrfeuer an Worten, dass sogar Trumps Spraybräune zu schwitzen schien. In nur wenigen Minuten war Twitter X ein Schlachtfeld aus fassungslosen Antworten, lachenden Emojis und MAGA-Anhängern, die verzweifelt in Großbuchstaben twitterten. Where were you when, in the 2016 primaries, Trump starts insulting you? Did you see that live, or did someone tell you Trump's talking about you right now? I was watching it live. You were watching it live? And my kids were in the room with me. And they said, Mom, what, did he just say you? I go, yes, he did. And he's not only insulting me, he's insulting any woman that he doesn't think lives up to his standards of what a woman is. And that's the kind of person that this man is and why he's a danger to the world. Was also war der Auslöser für diesen spektakulären Ausbruch? Oh, jahrzehntelang angesammelter Ärger. Seit den Tagen der Flip-Telefone beleidigt Trump Rosie, nennt sie eine Verliererin und eine Schlampe, wie einige kaputte Aufnahmen, die im Jahr 2006 gefangen sind. Diesmal hat Rosie allerdings nicht nur zurückgeschlagen. Es war ein vollwertiger komischer Luftangriff von ihr. Vielleicht ist sie einfach aufgewacht und hat beschlossen, Gewalt anzuwenden. Oder vielleicht war es auch nur ein sozialer Ausbruch zu viel. Aber sie kam herein, als ob sie einen Groll hätte. Like the Rosie O'Donnell debate. I like debating when you have a great. Remember the Rosie O'Donnell? Yeah, that was very funny. Megyn crazy Kelly. thing, Megyn. That was a hell of a question, man. If I didn't come up with that answer, it was a great line. You've called women you don't like fat pigs, dogs, slobs, and disgusting animals. Your Twitter account. Only Rosie O'Donnell. No, it wasn't. And when I said that, the place went crazy. And she kept funny. talking. No, she had like 10 other. Yeah, well, Megyn said you said it to other people and you admitted you did. But it was fun. Aber es war so. Und es hat dem ein Ende gesetzt. Sie hat es getan. Sofort wurde das Internet überflutet. Innerhalb einer Stunde wurde das Video in einem Tempo verbreitet, das schneller war als Trumps Anwaltskosten. Es gab einen Ansturm von Remixen, Reaktionsfilmen und Gen-Z-Videos, die Fehde in 30 Sekunden langen Segmenten zusammenfassten, die auf TikTok hochgeladen wurden. Es gab einen Trending, Hashtag auf Twitter, X, der gespeichert wurde. Im Jahr 2025. Rosie geht Atomschock Trump auf eine Kernschmelze. Außerdem sollte jemand nach Mar-a-Lago sehen.
Selbst die Moderatoren der Late-Night-Shows hatten Mühe, ihre Reden zu Ende zu bringen, bevor sie umschreiben mussten, um Rosies Röstung einzubauen. Are you watching this moron speak? Can he form a coherent sentence? He is the worst thing that ever happened. Period. And he's just babbling like an incoherent asshole. He's like Dr. Doom. He's the worst thing. Oh, you know what? He just lies, lies, lies. I am done with Donald Trump. Die Mainstream-Medien. Sie hatten eine tolle Zeit. CNN bezeichnete dies als O'Donnells bisher bösartigsten Angriff. Fox News bemühte sich krampfhaft, den Vorfall als einen weiteren Fall von Mobbing in der Unterhaltungsindustrie darzustellen. Währenddessen konnten Comedians, prominente und sogar normale Twitter-Nutzer, die nichts mit dem Vorfall zu tun hatten, nicht anders, als sich an der Online-Konversation zu beteiligen. Es war nicht nur ein kurzer Moment. Es ist passiert. I watched him yesterday. He couldn't put two sentences together. And it's not an age thing, it's a competence thing. He can't talk. And of course he has to debate, I guess. I hope he's going to debate. I'm going to debate. You know, I don't want to debate people that I'm 60 points up on because what's the purpose in doing that? Does that mean no presidential primary debates for you? Well, I don't see it. Look. None? How about do the one just before Iowa? Do it, I'll moderate it. Yeah, I know. I appreciate that. You know, like you did with the Rosie O'Donnell. Would it be a deal breaker for you? Look, Would it? Look, Would the, it? the people want a smart president. Ronald Reagan didn't do it. Nixon didn't do it. Nobody does it. I mean, like you asked me a question when you were moderating the debate for Fox, that frankly, if I didn't come up with the answer only Rosie O'Donnell, I would have had a problem with that. That was a bad... Der Clip von Rosie war in jeder Hinsicht unaufhaltsam. Es schien, als würden die Leute ihn weitergeben. Als wäre er der Schlüssel zu ewiger Jugend. Auf Reddit wird der Braten seziert. Als wäre er ein historisches Ereignis. Und Facebook-Eltern wiederholen ihn in Elternbeiratssitzungen für ihre Kinder. In einer seltsamen Wendung der Ereignisse wurde LinkedIn mit einem Fachmann verwickelt. Der versuchte zu erklären, wie Rosies Absetzung ein perfektes Beispiel für überzeugende öffentliche Reden war. Die einzige Person, die sich im Moment nicht amüsierte, war Trump selbst. Während der Rest der Welt sich Popcorn holte, lief er fieberhaft durch Mar-a-Lago, schrie seine Assistenten an und schrieb in Großbuchstaben eine wütende Rede über Komiker. Seien wir doch mal ehrlich. Es besteht kein Zweifel daran, dass er sich das Videomaterial mindestens 50 Mal angesehen hat und bei jeder Wiederholung aufgestanden ist. Als der Tag zu Ende ging, war der Schaden bereits angerichtet. Nachdem Rosie die Schlagzeilen, die sozialen Medien und die Medien dominiert hatte, musste Trump um ein Comeback ringen. Andererseits müssen wir zugeben, dass es keine Möglichkeit gibt, sich davon zu erholen, vor dem gesamten Internet verbal gedemütigt worden zu sein. Dancing and whatever. And so he held a press conference to announce whether or not she was going to retain her crown. And then she started to cry. She did. So I just want to thank Donald who's giving me a second chance. And, brilliant. And there he is, hair looping, going, everyone deserves a second chance. And I'm going to give her a second chance. Your hair is perfect. Im andauernden Konflikt zwischen Hollywood und der Politik sind Rosie O'Donnell und Donald Trump nach wie vor eine Quelle des Streits. Ein ständiger Schwergewichtskampf, der niemals enden wird, da keine der beiden Seiten bereit ist, aufzugeben und nachzugeben. Fast 20 Jahre sind seit dem Beginn der ständigen verbalen Sticheleien, Social-Media-Beleidigungen und Zusammenbrüche vergangen, die für Schlagzeilen gesorgt haben. Und was das Aufregendste daran ist, Trump kann immer noch nicht loslassen. Im Jahr 2006, als Rosie noch Co-Moderatorin bei The View war, warf sie einen Blick auf Trumps öffentliche Eskapaden und beschloss, dass sie genug davon hatte. Das war der Anfang von allem. Sie schimpfte über seine geschäftlichen Misserfolge, sein aufgeblasenes Ego und, wenn wir ganz ehrlich sind, über sein Haarproblem, das wirklich furchtbar war. Es ging nicht nur darum, sich über ihn lustig zu machen. Sie hat ihn zerfetzt wie einen Braten, der spät in der Nacht gemacht wurde. Außerdem tat Trump das, was er am besten kann, nämlich völlig den Kopf verlieren. In einem einzigen Augenblick wurde eine völlige Verliebtheit ausgelöst. In der Tat hat Trump nicht nur zurückgeschlagen. Er erklärte einen Krieg, der niemals enden würde, indem er in die Talkshows stürmte, Anschuldigungen in alle Richtungen schleuderte und Rosie in gewisser Weise zu seiner persönlichen Erzfeindin machte, gelang es ihm, dies zu erreichen. Wenn man ihn über die Wirtschaftspolitik in dieser Zeit befragen würde,
würde er höchstwahrscheinlich einen Weg finden, um zu antworten. Nun, zunächst einmal ist Rosie O'Donnell eine Katastrophe. Rosie O'Donnell's disgusting. I mean, both inside and out. You take a look at her, she's a slob. She talks like a truck driver. Rosie attacked me personally because I was very happy when her talk show failed. The other thing that failed, and this was a real monster, and everybody was suing her, was her magazine. Her magazine called Rosie was a total disaster. So I loved it. I gloat over it. I think it's wonderful because I like to see bad people fail. Rosie failed. I'm happy about it. Und er hörte nicht auf. Obwohl die Zeit verstrichen war, brachte Trump sie immer wieder zur Sprache. Als wäre sie eine verärgerte Ex-Freundin, die nicht mehr weiterleben konnte. Im Jahr 2011 ging er auf Twitter, bevor es abgeschaltet wurde, als soziale Medien noch einigermaßen akzeptabel waren, und startete eine weitere Runde von Beschimpfungen. Er tat dies, bevor Twitter abgeschaltet wurde. So konnte er Rosie O'Donnell bei der kontroversen Debatte der Republikaner im Jahr 2015 vor Millionen von Amerikanern, die die Diskussion live verfolgten, zu einer offiziellen Teilnehmerin an der Präsidentschaftsdebatte machen. Trump hatte die perfekte Gelegenheit, die Dinge richtig zu stellen, als er zu seiner umfangreichen Vergangenheit mit sexistischen Äußerungen befragt wurde. Stattdessen lächelte er nur, zuckte mit den Schultern und sagte, nur Rosie O'Donnell. In diesem Moment wurde ihm klar, dass Rosie nicht nur ein weiterer Star war, den er verabscheute. Sie war auf jemanden fixiert, obwohl die meisten Präsidenten unterwegs waren, um Entscheidungen in der Weltpolitik zu treffen, war Trump immer noch wütend über einen Witz, den Rosie gemacht hatte, als Klapphandys noch in Mode waren. Völlig unverständlich war für ihn, dass er ihre Fehde in Gesprächen auf Präsidentenebene unaufgefordert immer wieder zur Sprache brachte. You've written about that famous question and exchange that he and I had at that August 6th, 2015, very first GOP presidential debate. It was 8 years ago now. The whole nation was watching. It was the first. It was exciting. And he and I sparred over, what was definitely a tough question about things he'd said about women. And he interrupted it with only Rosie O'Donnell. And the crowd laughed. And you analyzed that in a way that made so much sense. Can you do that here? First of all, I'm just realizing how much you changed my life with that question, because the entire direction of my life changed in that moment. When he said the Rosie O'Donnell line, I actually stood up and walked toward the TV, and I said, I don't know what's happening here, but this is big. Aber hier ist der Punkt, Rosie. Sie hat nie Druck oder Kompromissen nachgegeben. Es ist ganz offensichtlich, dass Trump keine Ahnung hatte, mit wem er es zu tun hatte, wenn er glaubte, dass sie sich zusammenziehen und verschwinden würde. Das liegt daran, dass Rosie zurückschlägt, und zwar mit aller Macht. Jede einzelne Beleidigung wurde von ihr in komödiantisches Gold verwandelt, und sie nutzte jeden einzelnen Angriff als Treibstoff. Sie hat ihm nie das letzte Wort überlassen. Sie hat nicht einfach nur zurückgeklatscht. Jedes Mal, wenn sich ihr die Gelegenheit bot, ging sie in die Offensive. Als Trumps Regierung in einer Reihe von Skandalen versank, war Rosie zur Stelle, um die Quittungen aufrechtzuerhalten, während alles den Bach runterging. Sie verbrannte ihn in Interviews, zerriss ihn auf Twitter und zog ihn in ihren Comedy-Specials durch den Dreck. Sie hat all diese Dinge zusammen gemacht. Rosie war da, selbst in den schwierigsten Zeiten der Trump-Regierung, und sie war da, um ihn in Vergessenheit geraten zu lassen. Dies ist das nächste Kapitel des Epos. Der Präsident der Vereinigten Staaten ist immer noch wütend, findet immer noch Wege, Rosie in seine Tiraden einzubeziehen, und verhält sich immer noch so, als würde er gegen einen Geist aus dem Jahr 2006 kämpfen. Gleichzeitig ergreift Rosie weiterhin die Initiative, bringt ihn immer wieder ins Trudeln und beweist, dass sie ihm immer einen Schritt voraus ist, egal was er tut. What has it been like for you having the President of the United States criticize your physical appearance? Well, not only my physical appearance, everything. My sexuality, my parenting, my wife. Like, he went really batshit crazy. What is it about you that drew this out of him? Well, that I told the truth about him at a time when everyone was afraid. But then I did the really offensive thing to him. I told the truth that he was bankrupt 4 times. That's what did it. That's not a self-made man, that he got his daddy's money, and that he also notoriously ripped off all these private contractors, family businesses all over Atlantic City, went under because of his unethical ways. So I told the truth about him 10 years ago at a time when anyone could have found out those truths about him. But the media decided
not to print it while he was running, not to talk about the fact that there was no equivalence between him and Hillary Clinton. Yeah. They acted like he was a legitimate candidate. So I feel like mainstream media is really responsible. Im Moment ist es weniger eine Fehde als vielmehr eine einseitige Fixierung. Das liegt daran, dass Rosie ihr Leben damit verbringt, ihn zu rösten, wann immer ihr danach ist, während Trump vermutlich irgendwo in Mar-a-Lago auf und ab geht, sich möglicherweise ihr neuestes Video ansieht und dabei totale Katastrophe sagt. Die Abwesenheit von Rosie O'Donnell war eine Enttäuschung. Es war ihre Absicht, zu zerstören. Sobald sie ihre Worte öffnete, war es, als würde sie Zeuge eines verbalen Meteoriteneinschlags direkt in Trumps Ego werden. Sie kritisierte unter anderem seine undurchsichtigen Geschäftsbeziehungen, die katastrophalsten Momente seiner Amtszeit und natürlich seine nicht enden wollenden Ausfälle in den sozialen Medien. Mehr noch, sie bezeichnete ihn als den größten Schwindel, auf den die Vereinigten Staaten von Amerika je hereingefallen sind. Das tut weh. Und nicht nur das, sie machte auch noch weiter. Seine Fixierung auf Einschaltquoten, sein schlechtes Management von, nun ja, allem und sein Reality-TV-Ansatz in der Politik wurden von Rosie verspottet, die ihn abfeuerte wie ein Feuerwerk am 4. Juli. Sie rückte sogar seine Twitter-Verbannung wieder ins Rampenlicht, indem sie einen Witz darüber machte, dass Elon Musk ihm die Rückkehr zum Zwecke der Unterhaltung tatsächlich erlaubt hatte. Das Publikum hat den Verstand verloren. Stehende Ovationen, Schnappatmung und Lachanfälle waren zu hören. Es war wie ein Braten, der verstärkt worden war. In den sozialen Medien zeigten sich ihre Bewunderer begeistert von ihrem kompletten Abriss, während die Trump-Anhänger nach dem Vorfall verzweifelt versuchten, den Schaden zu begrenzen. Rosie hat nicht nur eine Bombe platzen lassen, sondern mit ihrer Erklärung auch das gesamte politische Internet in Brand gesteckt. That's interesting. How come we never heard from the hospital or the doctors? How come we never heard from anyone but his fake doctor, whose name he doesn't recall? I'm really flabbergasted at how much he gets away with. I really am. Don't let him get away with anything else, people. And come on, one of you young, hungry journalists, young, somebody in your 20s, just out of college, do a big piece on this. Make it a whole YouTube story. Do it. People will watch it because, we need some answers. Wie nach einem vorbestimmten Muster drehte Trump völlig durch. Sobald Rosies Ausbruch für Aufsehen sorgte, machten sich seine winzigen Finger an die Arbeit. Und er veröffentlichte in den sozialen Medien einen wütenden Wutausbruch in Großbuchstaben. In typischer Trump-Manier war es ein Special. Rosie ist ein Versager, eine Katastrophe und in irgendeiner Weise schädlich für die Vereinigten Staaten von Amerika. Sie tut so, als sei sie persönlich für die Inflation verantwortlich oder als habe sie seine schlechten Golfplätze verursacht. Aber jetzt wurde es erst richtig interessant. Was ist seine typische Aufmunterung? Es gibt Grillen. Sie werden keine aufgeregten Beiträge auf Fox News oder empörte Unterstützer sehen. Alles, was sie sehen werden, ist, wie Trump in das Vakuum stürzt. Von selbst. Es scheint, dass selbst seine treuesten Freunde zu dem Schluss gekommen sind, dass ein Kampf mit Rosie ein Krieg ist, der nicht gewonnen werden kann. Und um die Wahrheit zu sagen, lag diese besondere Panne irgendwo in der Mitte zwischen Trumps Zorn nach der Wahl und seinem Streit mit einer Sharpie-Karte. Wenn man die Skala der Trumpschen Kernschmelze betrachtet, Überreaktion der klassischen Sorte, mit einer Prise Verzweiflung darin. Er ist nicht in der Lage, sich selbst zu stoppen. In seinem Gehirn ist Rosie ein mietfreier Bewohner. Außerdem beweist er jedes Mal, wenn sie ihn zieht, dass sie recht hat. Street, because Donald Trump has been mad at you for a very long time. Over a decade. Seth. Over a decade. Yes. And did it sort of start? It started from The View, yes? The View. Yeah. And it's been really, we've sort of made the joke on the show that he's flip-flopped on everything except you. It's actually very true. Unmittelbar danach spielten die Medien völlig verrückt. Die Moderatoren der Late-Night-Talkshows stürzten sich wie gefräßige Wölfe auf ihn. Jimmy Kimmel, Stephen Colbert und Seth Meyers verwandelten Trumps Zusammenbruch in komödiantisches Primetime-Gold. Bei einer weiteren Runde Trump-verse konnten selbst die Fernsehmoderatoren bei ihren Berichten über die Situation keine Miene verziehen. Rosie, die Geschichte, die nie zu Ende zu gehen scheint. Und dann kam es zu einer Eruption von Memes. Twitter verwandelte sich aufgrund der viralen Bearbeitung in ein Schlachtfeld.
Es gab ein Deepfake von Trump, der wie ein Opfer eines Horrorfilms schreit, nicht schon wieder Rosie, sowie ein Deepfake von Rosie, die Trump in WWE-Manier mit dem Körper schlägt. Es gab auch nachgemachte Filmplakate für Revenge of the O'Donnell, Not Your Rosie Roast, 2025 und Don't You Trump Can't Handle. Rosie sind 2 Beispiele für Hashtags, die schnell an die Spitze der Trending-Listen aufgestiegen sind. Aber hat sich dadurch wirklich etwas geändert? Nein, nicht wirklich. Diejenigen, die Trump treu ergeben sind, bezeichneten dies als einen Auftragsmord. Sie lachten, bis sie weinten. Seine Kritiker. Gibt es noch jemanden? Der Zirkus ist nur ein weiterer Tag im Park. Eines ist jedoch sicher. Rosie hat einen Schlag gelandet. Und es ist möglich, dass sich Trumps Ego davon nie mehr erholen wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist das schon fast eine wissenschaftliche Realität. Rosie O'Donnell zu ignorieren ist für Trump keine Option. Selbst wenn sie etwas tun würde, das nichts mit ihm zu tun hat. Weasel, B. Welpe adoptieren oder Kekse backen. Würde er immer noch einen Weg finden, auf extrem beleidigende Weise über sie zu twittern. Obwohl der Mann in einen Streit mit führenden Politikern der Welt verwickelt ist, scheint ihn nicht so sehr zu erschüttern wie Rosie, die ihn nonchalant mit einem Mikrofon abfackelt. Rosie O'Donnell, who's had a very, very long feud with Donald Trump, recently tweeted about how Barron Trump, the 10-year-old son of Donald Trump, might possibly suffer from autism. Now, she did so in a tweet where she wrote, "Barron Trump autistic? If so, what an amazing opportunity to bring attention to the autism epidemic." Now, I should state that she has a 3-year-old who was diagnosed with high-functioning autism. And even so, I hate that she tweeted that. Und das liegt daran, dass Rosie eine Expertin darin ist, Druck auf Trumps empfindlichste Knöpfe auszuüben. Sie findet ihn nicht nur beleidigend, sondern lässt ihn auch dumm erscheinen. Seine Wutausbrüche werden zu Pointen, seine Ausrutscher zu Comedy-Specials und seine dünne Haut zu einem landesweit bekannten Witz. Wer ist Trump? Was er nicht ertragen kann, ist es. Letzten Endes läuft alles auf sein Ego und seine Sucht nach der Aufmerksamkeit der Medien hinaus. Jeder Witz ist eine Gefahr für seine Marke und jede Kritik ist ein persönlicher Angriff auf sein Erbe. Für ihn ist alles ein persönlicher Angriff. Was ist die Ironie daran? Es sind seine übertriebenen Reaktionen, die diese Situationen vorantreiben. Er könnte es vermeiden, Schlagzeilen zu machen, wenn er Rosie ignorieren würde. Aber weil er sich einfach nicht beherrschen kann, kann sich die ganze Welt entspannen, Popcorn holen und sich an einem weiteren klassischen Zusammenbruch von Trump erfreuen. Und Rosie ist sich der Tatsache bewusst, dass Trump nie etwas durchgehen lässt. Und das ist das Wichtigste, was wir gelernt haben. Dies ist nicht einfach ein weiterer Prominentenstreit, sondern ein Konflikt, der in die Annalen der Popkultur eingehen wird. Trotz all seiner Macht und seiner Plattform sitzt Trump in der Falle und versucht, die Geschichte zu seinem Vorteil zu drehen. Rosie hat gerade einen weiteren K.O.-Schlag gelandet. Und Trump ist in dieser schwierigen Situation gefangen. Tweet this all the time. Go ahead, I'm what probably are not your gonna answer. thoughts on Donald Trump and his comments that he's made recently? He will never be president. Aber lassen Sie uns die Sache analysieren. Wer hat am Ende gewonnen? Die absolute Gewinnerin ist Rosie. Sie wischte nicht nur den Boden mit ihm an ihrer Seite. Sie schnappte sich den gesamten Mob, gab ihn in einen komödiantischen Mixer und servierte dann allen Menschen auf der Welt einen frisch gebratenen Braten. Die Ergebnisse ihrer Aussagen waren genau das, was sie sich erhofft hatte. Sie ließen das Internet in Flammen aufgehen, sorgten für Schlagzeilen und brachten Trump genau in die Position, die er am meisten verabscheut, in die Defensive. Auf der anderen Seite tat Trump das, was er am besten kann, nämlich in Panik geraten und auf bestimmte Situationen überreagieren. Er machte seine typischen Ausbrüche in Großbuchstaben, aber selbst seinen treuesten Anhängern fiel es schwer, mit der Intensität seines Verhaltens Schritt zu halten. Dieses Mal schienen die Reaktionen weniger heftig zu sein. Fast so, als hätten sie diesen Ausbruch schon einmal erlebt. Denn, seien wir ehrlich, das haben sie. Was kommt danach? Es ist möglich, dass Rosie einen weiteren Schlag ausführt, der den Schwung beibehält. Trump könnte sich möglicherweise noch tiefer reinreiten, indem er eine neue Reihe unverständlicher Kommentare veröffentlicht. Eine weitere Berühmtheit mischt sich ein und gießt Benzin ins Feuer, was eine weitere Wendung der Geschichte ist. Diese Fehde ist sicherlich noch nicht zu Ende. So viel ist sicher. Rosie lebt mietfrei in Trumps Gedanken,
Und je länger er von ihr besessen ist, desto mehr Erfolg hat sie in ihrer Beziehung. Glauben Sie, dass hinter Trumps und Melanias Ehe mehr steckt, als man uns erzählt hat? Schreiben Sie uns Ihre Meinung in die Kommentare, die Leute sind ganz schön aufgeregt. Tippen Sie auf Gefällt mir, wenn Sie die Wahrheit hören wollen. Und drücken Sie Abonnieren, um auf dem Laufenden zu bleiben. Denn diese Fehde? Es ist noch lange nicht vorbei. Und die Wahrheit wird nur noch lauter.